So, machen wir schnell Warm-up. 10 Minuten, dann schaffe ich noch. Streckencheck schon mal. So sticky. So, schnell gehen. Holy moly. Richtig schwül heute. So, ich habe jetzt 20 Minuten bis zum Start. Also für den ersten Rap. Und Laktat messen. Let's go. Ich weiß nicht, ob es schon mal so schwül war wie heute. Ich hoffe, der war gut. Ich glaube, in 30 Sekunden starten. Double traffic in that last half K. So particularly with you guys, with your dogs. Fucking hell. Junge, schau mal. Ich muss auch so aufs Klo. Der letzte Berg hat mich gekillt. Ah, passt noch. 3,3. Alter, weißt du, was mich gerade richtig stresst? Wie voll der Pool ist. Ich gehe wieder heim, gar keinen Bock. Nee, herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Serie. Wir sind zurück auf dem Kanal endlich. Lange hat es gedauert, aber jetzt geht's richtig los. Und zwar vor einem Monat habe ich es verkündet, ich starte meine allererste Langdistanz beim Challenge Rot am 6. Juli. Und ja, ich will euch quasi auf dem Weg dahin mitnehmen. Tom hinter der Kamera begleitet mich auf Schritt und Tritt und ja, wir machen dementsprechend einige YouTube-Videos auf dem Weg dahin aus der ganzen Welt. Los geht es hier in Australien. Ich bin in Noosa seit über 2 Monaten schon. Jetzt sind es nur noch 1,5 Wochen. Dann fliegen wir von hier nach Singapur zum ersten Rennen, der T100 in Singapur. Ja, heute Morgen schon eine harte Laufeinheit hinter mir. Ich bin nämlich 2x5 Kilometer gelaufen. Erst einer alleine und dann der zweite quasi als Teil vom Noosa Park Run. Ja, war eine gute Einheit. Habe mich nicht super dabei gefühlt, aber das Ding war auch, es war, glaube ich, über 90% Luftfeuchtigkeit heute und es hat schon extrem hart gemacht. Und dann auch die Strecke, die da echt rauf, runter, rechts, links geht. Aber das sind keine Ausreden, es war nur eine Trainingseinheit und war trotzdem eine sehr gute Einheit. Bin die 5 Kilometer, glaube ich, den ersten in
im 3,34er Tempo dann gelaufen und dann den zweiten im 3,28er Tempo. Laktatwerte haben auch gut gepasst. Auslaufen musste ich dann skippen. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll für YouTube. Ich musste kacken. Ganz normale Probleme. Jetzt zweite Einheit, lockerer Swim. Heute nur locker, weil morgen steht Schwimmwettkampf an. Wird auch im Video zu sehen sein. Mooloolaba Mile, 1,6 Kilometer Open Water Race im Meer. Auch gegen die ganzen Leute vom Squad, mit denen ich hier schon seit 2 Monaten rumschwimme. Schwimmen hier jede Woche so 30 Kilometer. Deswegen ist im Schwimmen auch schon gut was vorangegangen. Ja, und allgemein Training läuft sehr gut. Fitness kommt so langsam. Und ich würde sagen, jetzt habe ich genug gelabert. Jetzt springe ich ins, ich würde sagen, kühle Nass, aber so kühl ist der Pool tatsächlich nicht. Aber zumindest leer und macht schon Bock bei den Bedingungen hier zu schwimmen. Da macht schon Bock, kannst nicht sagen. Oh, gut, dass ich jetzt fertig bin, weil jetzt wird es richtig voll. Das wäre mir zu stressig. Richtige Luxusprobleme hier. Jetzt hätte man nicht mal mehr eine Bahn ganz für sich alleine, oder? Ah doch, das will schon noch. Doch, eine ist noch komplett frei. Aber ich bin trotzdem am Anfang. Die ersten 2 Kilometer bin ich noch im Kreis geschwommen mit mir selber. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das macht, wenn ihr das Glück habt und eine Bahn für euch alleine habt. Schwimmt ihr in der Mitte auf dem Strich, bleibt ihr auf einer Seite oder schwimmt ihr trotzdem im Kreis? Ich habe so die Hälfte bin ich im Kreis geschwommen und dann habe ich irgendwann gecheckt, ich kann eigentlich auch in der Mitte schwimmen und bin dann in der Mitte geschwommen. Ja, stressig. 4 Kilometer easy, Plan. Habe so einen klassischen Plan vom Squad hier von JR auf 4 Kilometer runtergebrochen. Und zwar Einschwimmen war mit Flossen 400, 300, 200, 100 Meter auf einen 1,30er Zyklus pro 100 Meter Abgang. Jeder vierte 50er Rücken, dann 12 mal 50 auf 45 Sekunden Abgang, jeder vierte schnell, dann 12 mal 100, 4 auf 1,30 Abgang, die bin ich so in 1,18 geschwommen, dann 4 auf 1,25 Abgang, die bin ich so in 1,15 geschwommen und dann nochmal 4 auf 1,20 Abgang, die bin ich so in 1,12 geschwommen. Dann Paddle Pullboy, 400, 300, 200, 100 Meter auf 1,20er Zyklus pro 100 Meter Abgang bin ich so in 1,16, 1,15 pro 100 Meter gecruised und 200 Ausschwimmen. Das waren 4 Kilometer. Bisschen leer, weil ich gar nicht so viel frühstücken konnte nach dem Lauf heute Morgen, weil ich da eben ein bisschen Magen hatte und weil es auch so heiß war. Ist dann immer so, struggle ich ein bisschen, wenn es so heiß ist mit dem Essen danach. Muss ich mir mal ordentlich Smoothies ballern, aber es war jetzt heute nicht genug, aber ja, ging trotzdem ganz gut. Gute Aktivierung für morgen. Ja, Mittagessen jetzt. Ich krieg Tico gar nicht mehr hier hochgezogen. Bizeps einfach zu groß. Ja, das kann natürlich auch sein. Zu breit. Das ist meine Aufwärmübung fürs Training. Ist auch gut, wenn man es barfuß macht. Das heißt, gut für Hornhaut und so.
Deswegen immer die Schachtel zu Hause nicht wegschmeißen, sondern immer behalten, um diese Aufwärmübung machen zu können. Und Helm dabei anziehen. Letzte Einheit des Tages. 2 Stunden Radstehen auf dem Programm. Die erste Stunde fahre ich draußen auf dem Rennrad. Sunset Ride. Und dann um 18 Uhr, also 18 Uhr australische Zeit, ist dann Rouvy Group Ride. Also es ist 9 Uhr früh zu Hause. Und das heißt die zweite Stunde dann Indoor auf dem TT, was ich schon bereit aufgebaut habe. Und Heat. Genau. Nutze ich natürlich gleich, wenn ich schon Indoor fahre. Eigentlich muss man hier noch so ein Bild einblenden, wie weiß die Schuhe am Anfang waren. Aber man muss sagen, einmal in die Waschmaschine und die sind wieder weiß, weil das wie so Socken sind. Hey Belinda, how are you? You should join the group ride on Rouvy. Wann kommt neues YouTube-Video? Tom? Komm mit der Kamera. Du bist live im YouTube-Video jetzt. Wird gerade gedreht. Das ist jetzt die neue magische Benchmark. Thanks for everyone who joined the group ride and who also joined the live and for all the questions. And I see you next time. Thanks everyone. Oh, das war warm. That's what it's all about. So, if you're watching, if you think, oh, I wouldn't mind giving it a go, but I just don't know if I can do it, the Mates Wave is for you. Sign up, get involved. Everybody can get this. Frühstück. Enough water? Yeah. When's your kick off? Dylan, are you doing the mile? Actually, Damn. I didn't expect you to come. it feels pretty quick, especially the way back. Shallow enough to stand up. It's about chest depth in there, sort of waist to chest. Frederick, you're doing the mile under a leash. Cheers, good luck. Thank you. Wasserflasche. Schon gesagt, meine Ausrede ist, dass ich nur so einen Triathlon-Speedsuit habe und nicht so einen professionellen Langstreckenschwimmer anziehe. Ich habe gerade gefragt, wie viel das ausmacht und die meinen, das ist richtig viel, richtig viel. Das ist meine Ausrede. Good? You good? Yeah, good. Happy days. Good luck, man. Smash it. Jetzt erstmal mit denen einschwimmen, dann bin ich schon vorm Rennen kaputt. Aber schau, die haben ihre Anzüge noch nicht hochgezogen, das macht die bestimmt langsamer. Warm-up geschafft. Wir sind hier in Mooloolaba, so eine halbe Stunde von Noosa weg. Open Water Schwimmwettkampf. Mooloolaba Mile, also 1,6 Kilometer. Gegen die ganzen guten Schwimmer vom Squad. Ich bin vor einem Monat in Noosa, den Noosa Swim schon mitgeschwommen, da habe ich 3 Kilometer und die 2 Kilometer geschwommen.
und es war auch echt gut. Nur was ich da echt verkackt habe, war Start und Finish. Mein Fokus heute ist, das hinzubekommen, aber ist auch ein bisschen einfacher, weil in Noosa waren echt nochmal deutlich mehr Wellen. Und am besten unter 2 Minuten hinter dem Sieger ins Ziel zu kommen. Damit wäre ich happy. Nur mal so grob gerechnet. Und noch ein Ziel wäre erste Frau. Aber das wird schwer. Weil das sind auch ein paar vom Squad dabei, die sind richtig stark. Und gerade so 1,6 Kilometer ist mir fast noch zu kurz. Less than 5 minutes. Gonna be you and me. Gonna be everything you ever dreamed. The Mooloolaba Mall, we're going to count them down as well. Put your hands together for our elites down here at the Mooloolaba Mall. Give them a cheer, they're about to go. Good luck to you at the Mooloolaba Mall. You're off in 5, 4, 3, 2, 1. Spoken about this in Noosa, but you're heading over to Europe in the next couple of months, hoping to represent Switzerland at the Olympic Games, and you've got 3 years on there. You've made the switch, changed allegiances, and I think everybody here after that swim thinks you'd be a definite chance. We've got 3 more weeks left and we're heading over, so Freddie will jump in. Oh, he's doing his own media work. Ladies and gentlemen, one of the best triathletes in the world, Freddie Funk. The Noosa Sunshine Coast region, obviously some great training opportunities up here. How's it been going? Yeah, I loved it. I'm already here for 9 weeks, I think. So yeah, 1.5 weeks left in beautiful Sunshine Coast. Well, you're now an adopted Sunshine Coast triathlete. We've had Jan Frodeno, we've had Braden Curry. We've now add your name to that list of people we call our own. Good luck for the rest of the season. Obviously those T100 races, do well, represent us proud, and all the best. Thank you very much. Also, Mooloolaba Mall, done and dusted. Keine Ahnung, welche Platzierung, aber also erste Frau war ich auf jeden Fall nicht. War ich überhaupt Podiumfrau, weißt du es? Auf jeden Fall, das erste Ziel unter 2 Minuten habe ich geschafft. Ich glaube 1 Minute 50, hat Tom gerade extra bei der Kamera nochmal nachgeschaut. War ich hinter den ersten, also das ist schon gut. Und ich hatte ja auch nicht diesen Anzug an, sonst wäre ich ja easy vorne mitgeschwungen. Nein, Spaß. Nee, aber hat echt Bock gemacht. Ist echt eine gute Möglichkeit hier Freiwasser zu schwimmen und macht schon richtig nice. Sunday Morning, Ocean Swim. Und jetzt geht's zurück. Und dann steht noch harte Brick Session auf dem Programm. Genau. Prost. Okay, gerade 1,5 Stunden draußen eingefahren mit dem Rennrad wieder und jetzt wieder rein für die zweite Hälfte. Dieses Mal aber nicht wegen Heat, sondern genau andersrum. Alles auf Vollgas hier an, weil es draußen zu schwül ist. Und ja, das wäre ein bisschen zu tough geworden oder ich werde zu wenig Watt gefahren. Also ich hoffe, es geht Indoor ein bisschen einfacher. Und kann mich natürlich dann auch voll auf die TT-Position und so konzentrieren. Nutrition, Hydration, Laktat messen. Ja, also quasi jetzt noch 1,5 Stunden drin oder 1 Stunde 45, um genau zu sein. Also jetzt noch 5 Minuten locker und dann geht's los. Mit 5 x 15 Minuten im Race Pace. Ziel ist ja 340 Watt. Puls ist ziemlich niedrig, Beine sind relativ müde. Wird, glaube ich, ein Mental Effort hier heute. Und dann danach ist noch Run of the Bike, 15 Kilometer, 5 Kilometer im Race Pace. Dann 1 bis 2 Kilometer locker, Puls wieder runterbringen. Und dann noch 8 Kilometer
So, ja, oberes G1, einfach einen guten Schritt, aber nicht hart. Noch ein paar Kilometer hinten drauf. Und ja, Big Session, also 4 Stunden 15 insgesamt. Habe auch ja, 450 Gramm Carbs über die gesamte Session. Mit der Hitze schaue ich da eher, dass ich eher mehr auf die Flüssigkeit als auf irgendwie 120 Gramm Carbs pro Stunde. Und da reichen dann eigentlich eher so 100 Gramm Carbs pro Stunde. Und also in 2 Minuten starten wir mit dem ersten Intervall. Ich hoffe, der war gut. 3, 4, ja, bisschen hoch. Also ich fahre jetzt nochmal einmal 15 Minuten bei der gleichen Watt und schaue, ob das Laktat runtergeht, ob mein Körper sich ökonomisiert. Habe auch relativ viel Carbs geloadet, jetzt beim Warm-up und vor dem Intervall. Weshalb schon auch ein Grund sein kann, dass es jetzt erstmal 3, 4 war. Das Laktat ist noch im Rahmen, deswegen auch vom Gefühl her ist okay. Deswegen fahre ich jetzt nochmal so ein. Und falls es nicht runtergeht, dann stelle ich die Watt ein. Oder stelle ich die Watt runter. Total müde Beine, ey. Mental effort today. Ich hoffe, es ist schon unter 3. Körper ökonomisiert sich. Das heißt, wir bleiben bei der Wattzahl. Idealerweise geht es noch ein bisschen weiter runter. Sollte auf jeden Fall nicht hochgehen. Charlie wird YouTube-Star. Charlie will be famous. Say hi, Charlie. Der Puls geht einfach nicht über 160. Aber die Beine sind im Arsch. 2,8 wieder. Passt. Bleiben wir dabei. Insgesamt 1 Stunde 15 bei 340 Watt. Eigentlich echt gut. 1 Stunde 15 bei fast 3 Laktat. Auf jeden Fall ein sehr guter Effort. 2,4 ist nochmal runtergegangen. Sehr, sehr gut. Der Körper lernt, Fette zu verbrennen. Das war jetzt nochmal 1 Stunde 45 mit Pause bei 300 Watt im Schnitt. Weil die müde echt Beine sind. Weil die Beine echt müde sind. Und man kann hier leider nicht flach laufen. Von hier. Nur bergig. Also so auf und runter die ganze Zeit. Laufe ich mit Carbon-Schuhen. Versuch's auch nicht. Also, ja.
kontrolliert zu halten, die auf 5 Kilometer Race Pace. Nicht auf den Pace zu schauen, eher auf die Technik, aufs Gefühl. Will mich jetzt hier nicht kaputt machen komplett. Bin ich ja schon. Mehr geht auch nicht, gell? Ich prokrastiniere richtig. Können wir jetzt endlich, Tom? So humid these days. It's not humid still, isn't it? Yeah, it got Yeah. more. I mean, it's perfect for Singapore. Yeah. Not complaining, but Yeah. just really tough. What did you just do then? Oh, today was so hard. Yeah, so Good job. now my legs are smashed. Boah, das war in der Kombination physisch und mental wahrscheinlich eine der krassesten oder härtesten Einheiten, die ich je gemacht habe. Oder Tage, wenn man das Schwimmen noch dazu nimmt. Boah. Jetzt beim Laufen die Luftfeuchtigkeit ist gut gekillt. Aber nochmal so solid 4:09er Tempo für 10,2 Kilometer direkt nach den 5. Puls war immer so 148. Es war nochmal gut, guten Schritt gefunden. Dafür sind die Carbon-Schuhe halt dann schon cheating, muss man sagen. Finde ich bei so Flow. Aber ja, das habe ich gebraucht heute. Ohne wäre es noch brutaler gewesen. Wasser. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne noch in dieser Serie sehen wollt. Auch natürlich im Hinblick auf meine erste Langdistanz beim Challenge Rot. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video, was dann ja schon das erste Rennvideo aus Singapur sein wird. Ciao und danke fürs Zuschauen. Spider was good.